Wenn du lernen willst, wie man mit einem Stock in einer traditionellen japanischen Kampfkunstschule umgeht, dann ist dieses Video etwas für dich. Hallo, onegai shimasu. Mein Name ist Shihan Christian Hausecker und in diesem Video wollen wir uns gemeinsam ansehen, wie man mit einem Jo, mit einem 1 Meter langen Holzstock, richtig umgeht. Wir werden hier heute die ersten Übungen mit dem Handhaben des Stocks üben. Jedoch merke, das ist nur jetzt einmal eine theoretische Waffe. Ich habe natürlich auch andere Sachen für dich da. Du kannst diese Übungen mit allem anderen machen, wie zum Beispiel mit einem Regenschirm. Es gibt spezielle Regenschirme, die wie ein Shillelagh aufgebaut sind, hier vorne mit einem Knauf, die auch sehr widerstandsfähig sind aus Titan. Auch mit dieser Waffe oder mit diesem Gegenstand kannst du diese Übungen alle durchführen. Oder ich zeige dir jetzt auch noch etwas anderes. Auch mit einem Shillelagh. Der hier ist ein Spazier- oder Wanderstock aus Haselnuss. Mit dem kann man auch wunderbar all diese Techniken machen. Das hier ist der Wurzelstock, der dann dementsprechend geschnitten und geschnitzt wurde. Hier hast du für den Beton und für die Erde eine gute Abstützung, aber es ist ganz genau das Gleiche. Techniken, die wir dir heute zeigen, sind nicht nur für die traditionelle japanische Kampfkunst geeignet, sondern auch für Alltagsgegenstände wie den Regenschirm oder einen Spazier- oder Wanderstock oder einen richtigen irischen Shillelagh. Auch das ist natürlich möglich. All diese Übungen, die wir heute zeigen, kannst du mit diesem Equipment üben. Wir beginnen aber heute mit einem Holzstock, mit einem Jo. Das ist 1 Meter langer Holzstock. Es ist vom Handling her leichter. Du kannst ihn einfach in einem Bauhaus oder irgendwo kaufen, dadurch, dass du nicht mit Partner, oder besser gesagt, dadurch, dass wir noch nicht mit Partner üben, diese Serie geht ja viel, viel weiter, kannst du aber jetzt einmal einen ganz einfachen Holzstock dir kaufen. 1 Meter lang, Durchmesser ca. 1,5 bis 2 Meter, wie du das möchtest. Es kommt aber natürlich auch auf deine Körpergröße und Körperhaltung drauf an. Ich bin 1,80 Meter groß und wenn du hier schaust, wenn ich so stehe, halte ich den Stock circa auf dem ersten Drittel. Als Spazier- oder Wanderstock sollte er auch nicht zu kurz sein, weil wenn du spazieren gehst und der ist zu niedrig, der Stock, dann würdest du dich immer nach vorne beugen. Das ist auch nicht gut. Die ideale Stockgröße oder die ideale Stocklänge für dich ist individuell. Und wenn du so wie ich 1,80 Meter groß bist, eine aufrechtere Körperhaltung hast, soll der Stock bequem in deiner Hand liegen. Und wenn du auch gehst damit, sollst du dich nicht nach vorne beugen müssen. Okay? Wunderbar. Für mich als richtweisend 1,80 Meter Größe, 1 Meter langer Stock. Bevorzugtes Material Esche oder Eiche. Du kannst aber gerne auch natürlich Buche, alles Mögliche verwenden, weil wir derzeit noch alleine üben. Mein erster Stock war ein abgeschnittener Besenstiel zum Beispiel, also auch das ist möglich. Ja? So, also keine Ausreden mehr, warum du es nicht üben kannst mit uns. Und deswegen fangen wir jetzt gleich an. Die erste ist die Grundstellung. Du stehst mit den Beinen geschlossen, der Stock ist hier vorne, die linke Hand nimmt den Stock von oben und wir haben eine breitere Fußstellung und wir haben den Stock ganz normal in den Händen, ganz locker. Okay? Es gibt mehrere Haltungen, wie man den Stock halten kann. In einer traditionellen Kampfschule wie der Takeda-Ryu, da ist das erste ist wie ein Schwert, linke Hand hinten, rechte Hand vorne oder auch gegengleich. Wir teilen den Stock in mehrere Drittel und wir halten mit der linken Hand halten wir den Stock jetzt hier unten wie beim Schwert, die rechte Hand ist oben. Okay, auch diese Haltung ist möglich. Für unsere heutige Haltung, für unsere heutige Übung brauchen wir aber nur eine Hand. Und zwar, wir nehmen den Stock in die rechte Hand und machen ganz einfache Übungen, wie zum Beispiel, wir kreisen mit dem Stock. Und wir kreisen nach vorne und halten den Stock wieder oben. Die linke Hand ist natürlich in der Mitte.
Das machen wir mehrmals am Tag. Das kannst du auch im Wald machen und alles. Ist eine wunderschöne Übung. Wichtig ist, dass wir den Kreis beginnen und wieder hinaufgehen. Von der Seite schaut es dann so aus. Das Ganze machen wir natürlich auch auf die linke Seite. Das war die erste Übung, die wir machen. Die zweite Übung ist ganz einfach, ist genau das gleiche, jedoch gehen wir nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Die Hand ist wieder genau in derselben Höhe, von hinten nach vorne. Hopp. Und natürlich können wir auch schneller kreisen. Auch das zeige ich euch gerne von der Seite. Das war die erste Übung und jetzt machen wir die zweite Übung. Von hinten nach vorne. Wichtig ist aber immer, dass der Stock wieder zurückkommt in die Ausgangsbasis. Und das Gleiche machen wir natürlich auch wieder auf der linken Seite. Wunderbar. Die nächste, die fünfte Übung, die wir heute lernen, ist dann die Achterbewegung. Die schaut dann so aus. Wir sind wieder in der Ausgangsposition. Okay. Nun haben wir 5 Basic-Übungen, noch keine Schläge, aber Basic-Übungen gemacht. Mache diese 5 Basic-Übungen 15 bis 20 Mal am Tag mit mindestens 8 Durchläufen immer. Also jede Übung 15 bis 20 Mal mit 8 Übungen. So stärkst du immer mehr deine Handgelenke, deine Faust, deinen Unterarm. Und du wirst sehen, auch wenn es am Anfang sehr schwer und auch schmerzhaft wird, mit jeder Übung, die du weitermachst, wird es besser. Das sind die ersten 5 Übungen einer traditionellen japanischen Kampfkunst. Du kannst, ich wiederhole mich noch einmal, du kannst diese Übungen gerne auch nicht nur mit einem Jo, mit einem japanischen Stock, sondern auch mit einem Regenschirm, einem Wanderstock oder einem Spazierstock machen. Vollkommen egal. Das waren die ersten 5 Übungen für die Basic. Wenn dir dieses Video und diese Übungen gefallen haben, dann abonniere bitte unseren Kanal, teile das Video und like unser Video. Wenn du noch Fragen hast auf andere Techniken, andere Stile oder generell irgendwelche Fragen zu unserer Schule, dann bitte schreib es unten in die Kommentare. Eine Frage habe ich jetzt aber schon noch auch an dich. Warum übst du mit mir hier? Gefällt dir diese Art der Übung sehr gut? Hast du Lust, traditionelle japanische Kampfkunst oder irischen Stockkampf zu üben? Dann teile es uns mit. Jeder Kommentar wird von uns beantwortet. Schreibe es unten in die Kommentare. Ich danke dir. Arigato gozaimashita.